Die Mitte Europas im 2. Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Es ist ein Kampf um Glaube und Macht. Katholiken gegen Protestanten. Er soll für den Kaiser die Anhänger Luthers besiegen. Der Feldherr Albrecht von Wallenstein. Die Deutschen eint ein Schicksal. Ihr Land wird zum Schlachtfeld und zum Spielball der europäischen Mächte. Es ist der verheerendste Krieg, der bis dahin auf deutschem Boden ausgefochten wurde. Er kostete Millionen Menschenleben und verödete das Land. Ganze Generationen kannten nur Leid und Sterben. Von diesem Krieg hat kaum einer so profitiert wie er, der Heerführer und Unternehmer Albrecht von Wallenstein. Als General des Kaisers hatte er Ruhm und Reichtum erworben. Doch das Geschäft mit Waffen und Söldnern wirft nichts mehr ab. Halt! Auch er ist kriegsmüde. Lass sie! Wo ist der Mann? Er ist gefallen. Er ist auf dem Schlachtfeld gefallen. Ich kann dir deinen Mann nicht zurückgeben. Danke, mein Herr, vielen Dank. Gott möge euch segnen. Danke, danke, danke. Vielleicht bringst dir mehr Glück als mir. Weiter! Der Krieg um Glauben, Macht und Geld, er ist noch lange nicht zu Ende. Prag am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Die Hauptstadt von Böhmen wird zu einem Brennpunkt im Konflikt der Konfessionen. Die protestantische Bevölkerungsmehrheit wird von einem katholischen König regiert. Eine Ausnahme im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, in dem zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Landesherren über die Konfession ihrer Untertanen bestimmen. Das will der katholische Herrscher auch im überwiegend protestantischen Böhmen. Doch Ferdinand von Habsburg hatte den böhmischen Protestanten bei seiner Königswahl Religionsfreiheit zusichern müssen. Nun will sich der überzeugte Katholik darüber hinwegsetzen. Aus seiner Wiener Residenz gibt er Anweisungen an seine Statthalter in Prag. Hinter der Fassade der Prager Burg wird ersonnen, wie Böhmen wieder katholisch werden könnte. König Ferdinands Statthalter haben den Abriss von Kirchen der Protestanten gebilligt. Für deren Ständevertreter ist dies ein Bruch ihrer verbrieften Religionsfreiheit. Und ein Affront. Eine Delegation von ihnen marschiert zur Prager Burg. Fabricius, geht zur Tür und seht nach. Die Vertreter des Königs ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Was wollt ihr? Verräter, ihr missachtet unseren Glauben. Und unsere Rechte. Ketzer haben keine Rechte. Nur weiter so. Euch Prahlhänsen werden wir das Maul stopfen. Gottloser Pöbel, lass mich los!
Um Himmels Willen! Wir haben nichts getan! Fahrt zur Hölle! Ihr papistischen Teufelsbraten! Lasst mich! Die Protestanten stürzen die Statthalter des katholischen Monarchen aus dem Fenster. Obwohl er glimpflich endet, der Prager Fenstersturz löst eine Spirale der Gewalt aus. Was als Protest für Recht und Freiheit gegen die Politik Ferdinands gedacht war, wird von der katholischen Propaganda in Wien als brutaler Anschlag angeprangert. Dass die Statthalter den Fenstersturz so unbeschadet überstehen, führen die Katholiken auf das Eingreifen der Mutter Gottes zurück. Der Prager Fenstersturz kam für die Wiener Regierung vollkommen überraschend. Man wusste zwar, dass es da radikal protestantische Stände gab, dass es aber nun zu einem solchen Gewaltausbruch mit einem solch harten Gewaltschlag gegen die Statthalter kommen würde, damit hatte man nicht gerechnet. Nach dem Fenstersturz setzen die Böhmen den Habsburger Ferdinand als ihren König ab und wählen den protestantischen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum Gegenkönig. Darauf sucht sich Ferdinand, der inzwischen auch Kaiser des Reiches ist, Verbündete. Herzog Maximilian von Bayern, den militärischen Kopf der Katholiken. Und einen katholischen Böhmen niederen Adels, Albrecht von Wallenstein. Auch das von Habsburgern regierte Spanien schickt für Ferdinand Truppen in den Krieg. Im November 1620 kämpft die Koalition des Kaisers vor den Toren Prags gegen die böhmischen Protestanten und gewinnt die Schlacht am Weißen Berg. Die Protestanten werden vertrieben. Böhmen ist wieder katholisch. Der Gegenkönig der Böhmen, Friedrich von der Pfalz, wird entmachtet. Seine Kurwürde, das Recht zur Kaiserwahl, wird als Belohnung an Maximilian von Bayern übertragen. Ferdinands Verbündete fachen den Krieg weiter an. Für den katholischen Glauben und mehr kaiserliche Macht im Reich. Damit ändern sich die Machtverhältnisse auf deutschem Boden. Böhmen und die Pfalz fallen an die Katholiken, die weiter bis in den Norden vordringen. Bald regt sich dort Widerstand bei den europäischen Nachbarn. Der protestantische König von Dänemark fürchtet um seine Vorherrschaft im Ostseeraum und erklärt Kaiser Ferdinand den Krieg. In Windeseile verbreitet sich die Nachricht vom dänischen Kriegseintritt bis nach Wien. In der Hofburg der Residenz Kaiser Ferdinands II. Sucht man Antworten auf die Bedrohung aus dem Norden. Der Vormarsch der Dänen wird ohne weitere Truppen und Waffen nicht zu stoppen sein. Mittel, über die der Kaiser nicht verfügt. Kaiserliche Majestät, der Dänenkönig rückt mit 20.000 Mann Richtung Süden vor. Wir müssen ihn aufhalten. Bei allem Respekt, Majestät, wir haben kein Geld für neue Truppen. Der Kaiser ist ratlos. Wie soll er seinen Kampf um Macht und Glauben weiterführen? Lasst das meine Sorge sein, Euer Majestät. Wallenstein. Er überrascht den Kaiser. In kürzester Zeit stelle ich euch eine Armee von 50.000 Mann. Wallenstein, ich will euch gern beim Wort nehmen. Aber wie gedenkt ihr, 50.000 Soldaten im Felde zu halten? 50.000 sind leichter zu versorgen als 20.000, Euer Majestät. Mit Wallenstein beginnt eine neue Zeitrechnung des Krieges. Das müsst ihr mir erklären. Ich höre. Die besetzten Gebiete werden für den Sold aufkommen. Je größer die Armee, desto mehr Geld werden wir eintreiben. Eine Formel, die Tore aufstößt. Zu einem totalen Krieg und einer beispiellosen Karriere. Wallenstein wird nach seinem Auftritt in Wien zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Der Böhme aus niederem Adel rückt auf eine Stufe mit den Fürsten des Reiches.
Ausgestattet mit kaiserlichen Vollmachten beginnt Wallenstein sofort mit der Anwerbung von Truppen. Das Geld, das er aus seiner eigenen Kasse vorlegt, will er sich in den Kriegsgebieten zurückholen. Eine Kalkulation ohne Skrupel. Er investiert in neue Soldaten und neue Waffen. Während des 30-jährigen Krieges ändert sich auch das Kriegshandwerk. Die eisernen Harnische bieten auf den Schlachtfeldern kaum noch Schutz. Immer wichtiger werden Feuerwaffen. Noch sind die sogenannten Musketen unhandlich, ungenau und schwierig zu bedienen. Zeichnungen dienen den leseunkundigen Söldnern als Gebrauchsanweisung. Das Laden beginnt mit dem Einfüllen des Pulvers. Dann wird die Kugel in den Lauf gestopft und die Lunte eingelegt. Der Schuss aus einem einzelnen Gewehr richtet wenig aus, aber den Gegner sollen ganze Salven treffen. Die Durchschlagskraft der neuen Waffe nutzt auch der Kriegsunternehmer. Wallenstein perfektionierte nicht nur die Kriegsführung, Wallenstein perfektionierte auch das Geschäft mit dem Krieg. Auf Kosten der Bauern, der Handwerker, der Händler, der Bürger, die für Wallenstein und seine Truppen die Logis stellen mussten, die Lebensmittel liefern mussten, die sogar für die Soldzahlungen aufkommen mussten. Getreu dem Motto Wallensteins, der Krieg ernährt den Krieg. Wie eine gefräßige Raupe ziehen 50.000 Soldaten durch Norddeutschland. Der Heerführer und seine Armee lassen der Bevölkerung kaum etwas zum Leben. Viele Bauern und ihre Familien schließen sich aus purer Not dem Tross der Söldner an, um Hunger und Elend zu entkommen. Um Soldatennachwuchs braucht sich Wallenstein nicht zu sorgen. Seine Kriegsmaschine nimmt das Land in Besitz. Unter Wallensteins Kommando drängen die Katholiken die dänischen Truppen zurück und besetzen den protestantischen Norden des Reiches. Als Belohnung überträgt der Kaiser ihm das Herzogtum Mecklenburg. Die Absetzung der alten Herzogdynastie brüskiert nicht nur protestantische Landesherren. 1627 kommt es in Prag zur Begegnung zwischen dem Kaiser, den Fürsten und dem Emporkömmling. Wallenstein, euer Liebten. Mein neuer Herzog von Mecklenburg. Bedeckt euer Haupt. Ehre, wem Ehre gebührt. Die öffentliche Ehrung des kaiserlichen Günstlings provoziert den angestammten Adel. Der Kaiser behandelt diesen böhmischen Bauern wie einen altehrwürdigen Reichsfürsten. Es ist ein ausgemachtes Unrecht, die Herzogswürde von Mecklenburg an diesen Parvenu zu vergeben. Aldringen? Doch wie ich hörte, führt er erst euer Erscheinen zum Sieg. Wird der Kaiser mit Hilfe Wallensteins bald über die Fürsten gebieten? Das fürchten auch die Katholiken unter ihnen. Will sich unser scheinheiliger Kaiser jetzt etwa des alten Adels entledigen und allein herrschen, so wie der König von Frankreich? Er strebt wohl die absolute Monarchie an. Ein Kaiser, ein Reich, ein Glaube. Wenn, dann nur mit Hilfe von Wallenstein. Zu Füßen der Prager Burg stellt der Aufsteiger zur Schau, wie weit er es gebracht hat. Das Palais Wallenstein. Der Prunksaal mit einem Deckenfresko. Das Gemälde zeigt den Kriegsgott Mars bei seinem Himmelsritt. Kein Zweifel, wer hier gemeint ist. Auch die Sterne sollen für ihn sprechen. In einem Horoskop hatte der berühmte Astronom Johannes Kepler seinen Aufstieg vorhergesagt, aber auch gewarnt. Sein Gewinn ist vieler Leute Schaden. Feindschaft und Widerstand sind ihm gewiss. Immer wieder erinnert sich Wallenstein an die Prophezeiung. Wann wird sich das Schicksal gegen ihn wenden? Der Krieg ist nun im 11. Jahr. Inzwischen hat er mehr zu verlieren als zu gewinnen. Der Krieg um Macht und Glaube droht unberechenbar zu werden.
Der Vormarsch katholischer Truppen bis an die Ostsee fordert die protestantischen Schweden heraus. 1628 verteidigen sie das von Wallenstein belagerte Stralsund. Eine Warnung. Doch Kaiser Ferdinand nimmt die neue Gefahr nicht ernst. Im Gegenteil, er will das Rad der Geschichte nun endlich zurückdrehen und dem Protestantismus im Reich den Boden entziehen. Wallenstein hält unverändert unsere Stellung im Norden. Wollte er mir dort nicht eine kaiserliche Flotte bauen? Die Herrschaft über die Meere steht allein dem Kaiser zu. Und doch darf ich nicht zufrieden sein. Wie könntet ihr auch? Noch immer beherrschen die ketzerischen Protestanten weite Teile des Reiches. Was soll ich tun? Ihr müsst zurückfordern, was sie der römischen Kirche gestohlen haben. Das ist euer gutes Recht. Und eure heilige Pflicht. Für Ferdinand ging es nie allein um Macht und Besitz. Für ihn ist es auch ein Kreuzzug. Unter dem Einfluss seines Beichtvaters erlässt Ferdinand 1629 das Restitutionsedikt. Mit dem Restitutionsedikt wollte der Kaiser gewissermaßen die Zeit um 80 Jahre zurückdrehen. Die protestantischen Fürsten sollten alle Kirchengüter, die sie sich seit 1552 angeeignet hatten, wieder zurückgeben, das heißt restituieren. Auf der Grundlage dieser Kirchengüter hatten sie aber inzwischen ihre Territorialherrschaften massiv weiter ausgebaut. Und das hätte sich kaum ohne weiteres rückgängig machen lassen. Zum Prüfstein seiner Politik wird Magdeburg, eine Stadt mit einer langen Geschichte. Die alte sächsische Stammessiedlung wird im 10. Jahrhundert Bischofssitz der römischen Kirche. Im 16. Jahrhundert eignen sich die Protestanten alle Kirchengüter an und machen Magdeburg zum Bollwerk der Reformation. Seit Sommer 1629 wird die Stadt von kaiserlichen Truppen belagert. Das Edikt Ferdinands soll mit allen Mitteln durchgesetzt werden. Die Magdeburger wissen, wenn ihr Widerstand zusammenbricht, steht die Reformation in ganz Deutschland auf dem Spiel. Abgesandte der Stadt wollen verhandeln. Mit Wallenstein, der vor Ort den Befehl hat. Euer Exzellenz, wir können die Forderung nicht bezahlen. Wallenstein hatte 200.000 Taler als Sold für seine Truppen gefordert. Dafür hätte er sich bereit erklärt, die Belagerung abzubrechen. Wenn ihr dem Kaiser den Respekt zollt, der ihm gebührt, werde ich euch das Geld erlassen, das ihr mir und meinen Truppen schuldet. Euer Vorschlag ehrt euch. Aber das Edikt bedeutet unser Ende. Dazu wird es nicht kommen. Das Edikt kann keinen Bestand haben. Ich verspreche euch, es wird euch nichts geschehen. Wallenstein betreibt seine eigene Politik. Ich vertraue auf euer Wort. Wenn indessen ihr uns keinen Schutz gewährt, so suchen wir ihn bei den Schweden. Das Edikt des Kaisers stellt auch aus seiner Sicht eine Gefahr dar. Er fürchtet, dass die Protestanten tatsächlich Unterstützung finden. Euer Exzellenz! Ein Bündnis mit den Schweden? Der Kaiser setzt alles aufs Spiel! Er darf den Religionsfrieden nicht brechen. Sonst riskiert er einen neuen Krieg. Wallenstein hat andere Ziele. Wallenstein war vor allem daran interessiert, dass er einer Armee nicht überflüssigen Belastungen ausgesetzt war. Er achtete darauf, dass seine Armee, sein eigentliches Betriebskapital, nicht unsinnig aufs Spiel gesetzt wurde. Deshalb hat er dem Kaiser immer wieder versprochen, wenn er solche Risiken sah. Der Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Heerführer spitzt sich in Regensburg zu. Bei einer Zusammenkunft wollen die Kurfürsten die Lage zu ihren Gunsten nutzen und einen Keil zwischen Monarch und Generalissimus treiben.
Beide sind den Fürsten zu mächtig geworden. Der Kaiser durch Wallenstein und Wallenstein durch den Kaiser. So gibt es auch unter den katholischen Landesherren Unmut. Wallenstein wird von ihnen als Verräter dargestellt, weil er das Restitutionsedikt missachtet habe. Und die katholischen Kurfürsten wollen Ferdinand daran erinnern, dass der Kaiser doch eigentlich sie um Rat zu fragen habe und niemand sonst, allen voran Maximilian von Bayern. Kaiserliche Majestät, Wallensteins Ernennung zum Oberbefehlshaber und die Aufstellung seiner Armee erfolgten ohne unsere Zustimmung. Nicht der Kaiser, sondern ein Berater rechtfertigt die Entscheidung nachträglich. Hätten wir damals nicht gehandelt, wären wir alle verloren gewesen. Aber Wallenstein missbraucht seine beispiellosen Vollmachten, um uns auszubeuten. Nicht einmal die Kirchengüter hat er verschont. Wie sonst hätte Wallenstein das Heer so schnell aufstellen und versorgen können? Er weigert sich, euer Edikt durchzusetzen, Majestät. Wollt ihr ihn dafür auch verteidigen? Aber wer soll ihn eurer Meinung nach ersetzen? Der Kaiser weiß um Wallensteins Verdienst. Doch will er die mächtigen Fürsten in dieser Lage keinesfalls gegen sich aufbringen. Wir, Ferdinand II. Von Gottes Gnaden, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, König von Böhmen, König von Ungarn, ihr werdet vom Kommando befreit, weil man euch eine Einschränkung eurer Befehlsgewalt nicht zumuten wollte. Wir werden eure Dienste in Ehren halten und versichern euch unseres ewigen... Wenigstens nimmt er mir die Verantwortung für die Schweden. Aber er wird seinen Entschluss bereuen. Wallenstein ist entlassen. Dafür betritt ein anderer mächtiger deutschen Boden. König Gustav Adolf von Schweden. Mit seiner Flotte landet er im Juli 1630 auf Usedom. Seine Motive sind vielfältig. Das war ein ganz wichtiger Beweggrund für Gustav Adolf, im Reich einzutreten, um die Machtstellung des Kaisers in Norddeutschland zurückzudrängen. Daneben gab es aber durchaus auch ein religiöses Anliegen. Das Haus Wasa, das Gustav Adolf ja repräsentierte, wie auch das ganze Königreich Schweden, sah sich als Vorkämpferin der protestantischen Sache. Hier verbindet sich in charakteristischer Weise Expansionismus und religiöse Mission. Das belagerte Magdeburg ist der erste Bündnispartner Schwedens auf deutschem Boden. Doch bevor die Hilfe kommt, wird die Stadt gestürmt. Die Truppen des kaiserlichen Feldherrn Tilly hinterlassen eine Stätte der Verwüstung. Es ist wie eine Hölle auf Erden. Von den 35.000 Bewohnern fällt jeder Zweite dem Gemetzel zum Opfer. Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen und Prügeln gewesen. Viele tausend unschuldige Menschen, Weiber und Kinder, sind kläglich ermordet und auf vielerlei Weise erbärmlich hingerichtet worden, so dass es mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden kann. So ein Augenzeugenbericht. Stumme Zeugen der Katastrophe im Magdeburger Dom. Sie haben das Grauen unbeschadet überstanden, aber scheinen bis heute den Untergang ihrer Stadt zu betrauern. Ihre Zerstörung gilt als die größte Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Die Bestürzung im protestantischen Lager war so groß, dass sich mächtige Koalitionen bildeten. Gustav Adolf wollte den Krieg im Reich nutzen, um seine eigene Vorherrschaft im Ostseeraum zu festigen. Und er präsentierte sich deshalb den deutschen Protestanten als Retter des Glaubens und Verteidiger der deutschen Freiheit. Die protestantischen Fürsten wollten aber gar nicht von ihm gerettet werden. Erst der Brand Magdeburgs, der ein wirkliches Fanal war, trieb sie gewissermaßen den Schweden in die Arme. Es begann dann ein ursprünglich ungeplanter und unerhörter Siegeszug der Schweden durch das Reich bis hinunter nach Bayern. Und Gustav Adolf schien sich an die Stelle des Kaisers setzen zu wollen. Die Protestanten sahen im Schwedenkönig nun ihren Erlöser. Unter seiner Führung wendet sich das Blatt.
Den Schweden und ihren Verbündeten hat das kaiserliche Heer nichts entgegenzusetzen. Die Prophezeiungen Wallensteins schienen sich zu bewahrheiten. Unter den Augen Gustav Adolfs bekommen die Katholiken in Bayern die Rache der Protestanten zu spüren. Bei der Gewalt gegen die Landbevölkerung stehen die schwedischen den kaiserlichen Soldaten in nichts nach. Eine der gefürchtetsten Foltermethoden des Dreißigjährigen Krieges war der sogenannte Schwedentrunk. Schwedische Söldner flößten ihren Gefangenen mittels eines Trichters Gülle ein, bis das Opfer ganz aufgebläht war, und dann schlugen sie mit Brettern auf den Bauch oder sprangen ihm auf den Bauch, bis das Opfer alles preisgegeben hat. Das ist nur ein Indiz für die Brutalität und die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges, eines Krieges, in dem sich keine der beiden Seiten, weder Katholiken noch Protestanten, etwas schuldig geblieben sind. In München fürchtet man sich vor einer Vergeltung für Magdeburg. Um verschont zu bleiben, übergeben Vertreter der Bürgerschaft im Mai 1632 die Schlüssel der Stadt an Gustav Adolf. Durch das Isartor zieht der Schwedenkönig triumphierend in die katholische Trutzburg München ein. Wo wird sein Vormarsch enden? Von der Münchner Residenz aus ist es nicht mehr weit nach Wien, wo der Habsburger Kaiser regiert. Will sich Gustav Adolf in die Ahnengalerie der großen Imperatoren einreihen und zum protestantischen Kaiser der Deutschen aufschwingen? Die Katholiken sind in Bedrängnis. Nicht nur in Bayern werden die Rufe nach einem Retter laut. Der Name Wallenstein fällt. In Lützen betritt der Generalissimus erneut die Bühne des Krieges und steht wieder an der Spitze des kaiserlichen Heeres. Reumütig hatte ihm der Kaiser wieder das Oberkommando angetragen. Ihm haben die Schweden Mecklenburg genommen. Als General des Kaisers will er Gustav Adolf herausfordern. Zum alles entscheidenden Kampf. Sorgsam hat Wallenstein einen Schlachtplan ausgearbeitet. Er verfolgt eine defensive Strategie. Tief gestaffelt sollen seine Truppen den Schweden entgegentreten. Die Gegner sind einander ebenbürtig. Am 16. November 1632 um 10 Uhr fallen die ersten Schüsse. Auf beiden Seiten stehen sich je 18.000 Mann gegenüber. Feuer! Pappenheim ist gefallen! Seine Männer haben die Flucht ergriffen! Ausgerechnet Pappenheim! Wer in das Gesindel da vorne keine Ordnung bringen kann, der wird mit dem Henker Bekanntschaft machen! Los! Das Kriegsglück scheint sich von Wallenstein abzuwenden. Ich kann seinen Flügel übernehmen! Gut, Piccolomini, aber rapido! Ich werde vor Gustav Adolf keinen Fußbreit weichen! Ihr krepier ich! Jesus Maria! Jesus Maria! Die kaiserlichen Truppen setzen zum Befreiungsschlag an. Gustav Adolf hält mit großer Feuerkraft dagegen und führt persönlich den Gegenangriff. Im Pulverdampf des Schlachtfeldes verliert der kurzsichtige König seine Orientierung. Gustav Adolf gerät in eine tödliche Falle. Sein Tod auf dem Schlachtfeld von Lützen wird einen Mythos begründen. Das Lederwams, das er im Kampf gegen Wallenstein trug, es ist für die Protestanten gleichsam zur Reliquie geworden. Das tödliche Einschussloch im Rücken. Zunächst werden die Protestanten seinen Tod leugnen. Erst lange nach der Schlacht erklären sie Gustav Adolf, den sie in seinem blutdurchtränkten Hemd finden, zum Märtyrer.
Auf dem Schlachtfeld fachen die Schüsse auf den König die Wut der Schweden derart an, dass Wallenstein selbst in Lebensgefahr gerät. Die Geschosse der Gegner schlagen rings um ihn ein. Erst am Abend verstummen die Kanonen. Als Wallenstein zu sich kommt, begreift er, dass er dem Tod nur knapp entronnen ist. Was er sieht, lässt ihn zum ersten Mal zweifeln. Viele seiner Söldner haben Wallensteins Ehrgeiz mit dem Leben bezahlt. Der Kriegsunternehmer sieht keinen Sinn mehr in seinem todbringenden Gewerbe. Die Schlacht bei Lützen wird auch für ihn zum Wendepunkt. Von 36.000 Söldnern beider Seiten bleiben mehr als 8.000 auf dem Schlachtfeld zurück. Der Schwedenkönig ist gefallen. Und doch ist nichts gewonnen. Wallenstein sucht nach einem Ausweg. In seiner Residenz im böhmischen Gitschin lädt er zu einem konspirativen Treffen ein. Er will mit den Protestanten verhandeln. Wir brauchen einen endgültigen Ausgleich zwischen den Katholischen und den Evangelischen. Mit dem Kaiser ist das ganz unmöglich. Er ist auch an allem schuld. Wenn jetzt nicht Friede wird, ist alles verloren! Aber euer fürstliche Gnaden, es ist... Dem Kaiser kann man nicht trauen. Das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Worauf wollt ihr hinaus? Habt ihr eure Entlassung schon vergessen? Denkt er etwa daran, die Seite zu wechseln? Der Kaiser vertraut leider mehr seinem Beichtvater als seinem Verstand. Wallenstein, warum kämpfen wir noch gegeneinander? Mit euch wäre leichter Frieden zu schließen als mit dem Kaiser. Wallenstein will sich an niemanden mehr binden, sieht sich als sein eigener Herr. Wallenstein hat in seinen letzten Jahren seines Generalates immer stärker das Ziel verfolgt, seine Armee zu einer autonomen Machtbasis zu machen. Er hat sich immer mehr vom Kaiserhof gelöst und hat seine eigene Politik gemacht. Er hat eigenständig verhandelt. Und der Kaiser misstraute Wallenstein immer mehr, der nicht mehr tat, was er wollte. Der Siedepunkt im Verhältnis zwischen den beiden war erreicht, als sich Wallenstein leistete, die Offiziere nicht mehr auf den Kaiser, sondern auf seine eigene Person vereidigen zu lassen, ohne den Kaiser noch zu nennen. Das war der berühmte erste Pilsner Revers. Als der Kaiser davon erfährt, ist er empört. Jetzt lässt Wallenstein sich die Treue seiner Männer versichern. Wozu? Aus seiner Umgebung wird uns berichtet, dass er nach eurer Krone trachte. Eine Verschwörung. Aber Wallenstein war mir immer treu ergeben. Er war meine Rettung gegen die Dänen und ist für mich gegen die Schweden ins Feld gezogen. Die Schweden belagern jetzt Regensburg. Und der Generalissimus greift nicht ein. Ich habe Wallenstein befohlen, sie zu vertreiben. Was macht er stattdessen? Er verhandelt mit unseren Feinden. Ihr müsst ihm endlich Einhalt gebieten. Ferdinand muss sich entscheiden. Das Dekret des Kaisers, das Wallenstein ächtet. Ferdinand fürchtet den General mehr, als er ihm traut, und besiegelt dessen Ende. Wallenstein sucht Zuflucht im böhmischen Eger. Im Haus des Stadtkommandanten fühlt er sich sicher. Vorerst. Doch er weiß, dass er verfolgt wird. Wie nah ihm die Verfolger schon sind, ahnt er nicht. Will es nicht wahrhaben.
Werden die feindlichen Mächte, von denen sein Horoskop sprach, nun über ihn triumphieren? Am Ende sind es die eigenen Soldaten, die Jagd auf ihn machen. Aus dem Weg! Der Kaiser hat ihnen ein Kopfgeld versprochen. Sie sollen den Geächteten ausliefern, lebendig oder tot. Die Soldaten sollten zwischen ihm und dem Kaiser entscheiden. Sie haben ihre Wahl getroffen. Verräterischer Hund! Was wollt ihr? Gnade! Gnade wird nicht gegeben. Er stirbt, weil er den Krieg nicht mehr für andere führen wollte. Schon gar nicht um des Glaubens willen. Wallenstein war eine außergewöhnliche Person in seiner Zeit. Er dachte in ökonomischen Bahnen und ihm bedeutete Organisation sehr viel. Das macht ihn aber auch der Zeit wiederum fremd und das wirkte sehr merkwürdig auf die Menschen, weil ihm Recht und Konfession, Religion in seiner Durchführung relativ wenig bedeutete. Der Kaiser schätzte die gewaltige Macht, die er durch Wallenstein gewann. Er konnte aber eigentlich nichts damit anfangen, dass dieser General, dieser Generalissimus überhaupt nicht Ziele verfocht, für die er selbst eintrat. Wallenstein ging es um die Armee, um das Funktionieren dieser Armee in dieser Hinsicht. Kaiser Ferdinand hingegen führt seinen Krieg um Macht und Glauben weiter, mit dem Segen der Kirche. Doch ein Jahr nach Wallensteins Tod erkennt auch er, dass es in diesem Krieg keine Sieger geben wird und dass die Gegner aufeinander zugehen müssen. Im Frühjahr 1635 treffen sich die deutschen Fürsten beider Konfessionen und Delegierte des Kaisers in der Prager Burg, wo die Spirale der Gewalt ausgelöst wurde. 17 Jahre sind seit dem Prager Fenstersturz vergangen. Nun schließen Protestanten und Katholiken in Prag einen Frieden für das geliebte Vaterland der hochedlen deutschen Nation. Der Prager Frieden war der Versuch, einen Verfassungs- und Konfessionsfrieden auf Reichsebene herzustellen. Gescheitert ist er daran, dass man konsequent die auswärtigen Kronen, die europäischen Mächte aus diesem Krieg herausdrängen und den Frieden ohne Beteiligung dieser auswärtigen Mächte schließen wollte. Und daran ist der Prager Frieden letztlich gescheitert, weil es nicht mehr möglich war, dass man einen Frieden schloss, ohne Frankreich und Schweden gebührend zu beteiligen. In Prag ging es um einen Ausgleich zwischen den deutschen Fürsten und ihrem Kaiser. Doch die Franzosen fühlen sich von den Habsburgern, die im Reich und in Spanien regieren, umzingelt. So verbündet sich das katholische Frankreich mit den protestantischen Schweden, um gegen die kaiserliche Macht zu kämpfen. Das edle deutsche Land, das in voller Blüte stand, ward und ist auch heute ein Widerpart seiner selbst und fremder Völker Beute. Dichter wie Martin Opitz schaffen ein Bewusstsein für das gemeinsame Schicksal der Deutschen. Innerlich zerrüttet zu sein und ein Opfer fremder Mächte. Allein im Leid sehen sie das einende Band, wie Andreas Gryphius in seinen Tränen des Vaterlands. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgerungen. Mehr als ein Drittel der Zivilbevölkerung fällt diesem Krieg zum Opfer. Durch Gewalt, Krankheit und Hunger. Millionen Menschen. Im Zeichen des Glaubens wurde dieser Krieg entfesselt. Zur Neige geht er in der Gewissheit, dass jedes weitere Blutvergießen sinnlos ist.
Erst 1645, 11 Jahre nach Wallensteins Tod, machen sich Abgesandte der Kriegsparteien auf den Weg, um einen dauerhaften Frieden zu schließen. Delegierte aus ganz Europa versammeln sich in den vom Krieg verschonten Städten Osnabrück und Münster in Westfalen. 3 Jahre werden die Friedensverhandlungen dauern. Nie zuvor in der Geschichte kamen so viele Mächte zusammen, um ein Abkommen für einen ganzen Kontinent zu schließen. Bis zuletzt ringen die Delegierten um eine Lösung, in der Gewissheit, dass nur ein Ausgleich zwischen den Mächtigen und den Konfessionen Frieden bringen kann. 1648 wird der Ratssaal von Münster zum Schauplatz einer historischen Einigung. Hier wird zum ersten Mal auf einem europäischen Kongress eine europäische Friedensordnung, die eine Rechtsordnung und eine Gleichordnung der einzelnen Länder Europas ist, etabliert. Die Kriege sind damit nicht beseitigt, aber ein fundamentalistischer Krieg wie der Dreißigjährige Krieg ist danach nicht mehr durchgeführt worden. Im Westfälischen Frieden von 1648 streben die Unterzeichner eine Balance in der Mitte Europas an, um die machtpolitischen und religiösen Gegensätze auszugleichen. Er wird zum Grundgesetz des Reiches. Die konfessionelle Teilung und die territoriale Zersplitterung der Deutschen wird festgeschrieben. Dies ist der Preis für den ersehnten Frieden. Das Reich bleibt ein von den Landesherren bestimmter Verband unterschiedlich großer Territorien. Das Reich hat fortexistiert, aber es ist auch keine zentrale Monarchie geworden, sondern es hat fortexistiert als ein föderaler, defensiver, auf Verteidigung ausgerichteter Reichsverband. Und damit hat es die föderalen Traditionen, die tief in der deutschen Geschichte wurzeln, aufgegriffen und bestätigt. Und man kann hier Traditionslinien sehen, die vom 16. Jahrhundert über 1648, über 1949 bis in das Deutschland von 1990 reichen. Die Kunde vom Friedensschluss verbreitet sich binnen weniger Tage im ganzen Reich. Gottlob, nun ist erschollen das edle Fried- und Freudenwort, dass nunmehr ruhen sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord. O Deutschland, sing Lieder im hohen, vollen Chor. Ein Danklied aus jener Zeit. Ein Reich, ein Herrscher, ein Bekenntnis. Diese Vision mündete in zügellose Gewalt. Die Macht und der Glauben auf deutschem Boden bleiben fortan geteilt. Und Frieden kann es nur mit und nicht gegen die Nachbarn in Europa geben.